Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. und auch letzte Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa. Schauen wir mal, was uns bei der letzten Episode erwartet. Gerade als sie Argos zum Gipfel des Ruhmes führen wollen, hat ein seit langem dreuendes Problem sein hässliches Haupt erhoben. Das hässliche Haupt gehört der Medusa, einer Kampfgefährtin von Poseidon, die sich der Sache des Gottes verschrieben und geschworen hat, Argos zu vernichten. Wenn sie keinen Weg finden, die Gorgone zu überwinden, könnte sie bald ihre ganze Stadt in Stein verwandeln. Während sie einen Weg finden, das grässliche Monster zu besiegen, müssen sie Argos weiter seinem Schicksal zuführen. Verschiedene Leute kommen von nah und fern in ihre Stadt und werden unterschiedliche Götter anbeten wollen. Sie sollten auch ihre Kolonie nicht vergessen und darauf achten, dass beide in den Genuss aller Ressourcen kommen, die Argos zur Verfügung stehen. Die Stadt wird ein leuchtendes Beispiel dafür sein, was man erreichen kann, wenn Menschen zusammenhalten. Bei der letzten Episode mit dem Titel Die Gorgone oder ein haariges Problem kommt es zum Showdown zwischen Perseus und Medusa, die unsere Stadt angreift und in Stein verwandeln wird. Von daher ist ein Ziel, dieses Ungeheuer niederzustrecken. Aber wir müssen auch Argos glorreich weiterentwickeln. Die Stadt muss mindestens 4 Heiligtümer aufweisen und eine Bevölkerung von 4.500 Einwohnern. Unsere Stadtkasse muss mindestens mit 10.000 Drachmen gefüllt sein und wir brauchen die Unterstützung von 16 Reitern. Zusätzlich müssen wir mindestens 32 Krüge Olivenöl in einem Jahr produzieren. Jede Menge, was wir jetzt hier bei der letzten Episode zu erreichen haben, und wir kehren zurück zu unserer Stadt Argos. Ja, jetzt ist wieder ein Koloniedenkmal verfügbar. Sehr gut. Pausenmodus, einen kurzen Überblick verschaffen. Hier unsere beiden Wohngebiete und die beiden Heiligtümer von Hermes und auch von Athene. Ja, hier produzieren wir unseren Marmor, Wolle und Olivenöl. Ja, hier haben wir unsere Fischereihäfen und unsere Piere der Handelspartner. Und hier unsere große Käseproduktion. Ja, wir haben ja eine neue Kolonie, nämlich Kalydon. Gehen wir mal kurz auf die Weltkarte. Kalydon kauft Rüstungen und Olivenöl, oh sehr gut, und verkauft uns Trauben und Skulpturen. Und wir kriegen auch Trauben als Tribut, das ist sehr gut. Wir können nun Wein produzieren. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, nicht viel verändert. Nein. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, bauen wir direkt den Handelsposten von Kalydon. Der kommt hier hin. So, und dann bauen wir ein Warenlager hier auf für die Trauben. Sind sie da? Wir kriegen ja mal 12 als Tribut und der Rest kann jetzt hier Wein annehmen. Ach, sehr schön, das freut mich. Gut, dann Pausenmodus deaktivieren. Ja, wir benötigen jetzt Mitarbeiter. Wir können unsere Wohngebiete auch jetzt weiterentwickeln. Und zwar können wir jetzt hier erstmal noch Parzellen ausweisen. Und wir können auch hier in diesem Wohngebiet auf der Agora den Wollhändler aufbauen. Dann kann hier entsprechend auch sich die Gebäude weiterentwickeln. So, dann möchte ich hier unsere Alleen bauen. So, das machen wir auch etwas anders. Die Sperre kommt hier hin und dann können wir nämlich hier auch noch die Allee bauen. So. Wunderbar. Ja, gucken wir noch mal kurz nach den Heiligtümern. Wir müssen noch 2 Stück bauen. Was haben wir denn noch? Die Hochburg des Zeus, den Hain des Dionysos und die Pforte des Hades.
Bauen wir doch als erstes den Hain des Dionysos. Wir können zwar Trauben importieren, aber wir haben ja hier bei dem Heiligtum ja auch noch Trauben. Das möchte ich hier hinbauen. Ja, mal drehen. Das passt nämlich hier genau rein. Ach, wunderbar. Skulpturen und Holz haben wir und Marmor produzieren wir in Mengen. Ich denke mir mal, das kriegen wir schnell aufgebaut. Ja, und hier unsere Wohngebiete entwickeln sich auch schon weiter. Das gefällt mir. Schauen wir mal eben nach unseren Schafherden. Ob hier wieder welche noch wieder neu platziert werden müssen. Jawohl. Oh, jede Menge. Ah, okay, jetzt passt es. Und bei den Ziegen schauen wir auch da mal. Nein, Ziegen wurden nicht als Opfertiere ausgesucht. So, unsere Stadtkasse sieht ein bisschen mau aus. Wir können jetzt hier bei Kalydon ja Olivenöl verkaufen. Da werden wir direkt mal 12 einlagern. Das müssen wir wahrscheinlich nachher wieder ausschalten. Ja, und ich glaube, wir können nachher auch nochmal 2 Olivenpressen bauen. Ich glaube, wir haben genug an Oliven, die wir produzieren. So, wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? 20 Mitarbeiter werden benötigt. Naja, hier wandern ja jetzt jede Menge neue Bürger in unsere Stadt ein. So, ja, Marmor verkaufen wir jetzt nicht und hier bei Treusen verkaufen wir auch keine Wolle. Wir verkaufen nur Wolle bei Mykene, das reicht auch. Ja, jetzt wird das Olivenöl gekauft, sehr gut. Ja, sobald wir genügend Mitarbeiter haben, werden wir auch unsere Weinproduktion starten. Ja, wie ich mir schon gedacht habe, der Bau unseres Heiligtums für Dionysos schreitet schnell voran. Hier werden jetzt die Baumaterialien für unseren Tempel angeliefert. Ja, sehr gut. Ja, und Kalydon zahlt seinen Tribut, nehmen wir an. Auch Milet zahlt seine Bronzebarren und Äthiopien seine Holzbretter. Wunderbar. So, und wir haben auch einige Arbeitslose. Dann können wir jetzt mit der Weinproduktion beginnen. Hier ist jetzt die Kelterei auch freigeschaltet. Und bauen wir mal hier die Keltereien auf. Das ist die Frage, ob jetzt 4 oder nur 3. Ich glaube, 3 Keltereien reichen. So viel Trauben haben wir jetzt nicht. Ja, und ihr seht, dass unser Olivenölbestand im Lager komplett schon im Handelsposten von Kalydon gelandet ist. Das müssen wir nachher, glaube ich, auch da mal wieder stoppen. Aber wir haben jede Menge Wolle hier im Warenlager. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir stoppen den Verkauf von Olivenöl und dafür verkaufen wir wieder bei Treusen Wolle. So, und hier würde ich jetzt auch bei Kalydon etwas an Trauben einkaufen. Also 12 Einheiten. Ja, und dann bauen wir doch noch eine Kelterei. So, und dann können wir den Wein jetzt erstmal verkaufen. Wer kauft den Wein? Schauen wir mal eben. Mykene, nein. Treusen, nein. Milet kauft Wein. Ah ja. Und auch Äthiopien. Ja, dann können wir jetzt hier bei unserem Handelsposten von Milet doch den Wein verkaufen. Da können jetzt die 12 Einheiten immer eingelagert werden. Wunderbar. Das läuft. Ja, und mittlerweile ist der Tempel unseres Heiligtums von Dionysos auch fertiggestellt. Es fehlen jetzt noch die 2 Skulpturen und 12 Ladungen Marmor und 4 Ladungen Holz. Das ist ja schnell gemacht. Dann, wir haben immer noch Arbeitslose, baue ich schon mal. Hier in der Nähe der Tempel, nämlich hier.
2 Landarbeiterlager, die sich dann hier um die Reben kümmern können und auch noch hier um die Oliven beim Heiligtum der Athene. Ja, und wir haben auch noch ein paar Oliven im Warenlager, sehe ich hier gerade. Dann... Ah ne, die werden gerade dahin gebracht. Zu unseren Olivenpressen. Die Frage ist jetzt, ob wir nochmal Olivenbäume anpflanzen. Nee, ich glaube, wir können tatsächlich noch eine Ölpresse bauen und wir haben 3000 Einwohner in unserer Stadt Argos. So, und dann bauen wir doch noch hier eine Olivenpresse auf. Dann müssen wir nachher mal gucken, was wir denn jetzt an Olivenöl schon produziert haben, das eine Jahr. Schauen wir mal, was haben wir? Ja, 30 haben wir schon geschafft in einem Jahr. Und jetzt mit der weiteren Olivenpresse müssten wir eigentlich das Ziel schon erreicht haben. Ja, Äthiopien kauft ja auch noch Wein. Dann könnten wir doch noch ein Pier hier hinbauen. Das passt, glaube ich, genau hier hin. Ja, wunderbar. Dann führen wir die Straße so und dann machen wir nämlich hier das so. Dann haben unsere Karrenschieber ist nicht so weit. So, und dann machen wir das auch so. Sperre kommt hier hin. Obwohl, das ist Quatsch mit der Sperre. Die Sperre muss hier hin. Ja. So, dann wird auch schon der erste Wein zu unseren Handelspartnern gebracht. Sehr gut. Wenn wir natürlich später unsere gehobenen Wohnungen etablieren, brauchen wir den Wein natürlich dann selber. Aber jetzt können wir erstmal alles gut verkaufen. Ja, und in der Zwischenzeit ist schon das Heiligtum des Dionysos fertiggestellt worden. Sehr gut. Wir beten direkt zu Dionysos. Kind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja, das weiß ich auch nicht, aber du sorgst ja jetzt dafür, dass wir Wein bekommen. Ja, und dann macht er sich auf den Weg mit seinen Saattüren im Gefolge. Ja, und jetzt müssen wir auch mit der Wolle wieder aufpassen. Wir haben wieder keine Wolle im Warenlager. Hier müssen wir jetzt wieder bei Treusen den Verkauf stoppen. Ja, und das Warenlager ist fast voll mit Wein. Fantastisch. Dann können wir jetzt auch bei Äthiopien entsprechend den Verkauf von Wein starten. Wir brauchen aber jetzt nur 6 Einheiten eingelagert werden. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage, welches Heiligtum bauen wir noch? Wir können ja jetzt noch die Hochburg des Zeus und die Pforte des Hades errichten. Naja, Hades ist jetzt nicht so ganz interessant, aber die Hochburg des Zeus, wenn uns Poseidon nochmal angreifen sollte, könnte Zeus uns helfen. Aber es ist natürlich auch das größte Heiligtum. 48 Marmorplatten brauchen wir erstmal. Gut, wir verkaufen ja jetzt kein Marmor, das heißt, das sammelt sich jetzt hier gut an. Ja, bauen wir doch die Hochburg des Zeus. Oh, Athene segnet unsere Wollsammelstellen, das ist nett. Wer mich verehrt, dessen Stadtkasse wird aus allen Nähten platzen. Ja, Hades, du kannst so viel Werbung machen. Wir bauen jetzt ein Heiligtum für Zeus. Das tut uns sehr leid. Ja, Weinproduktion läuft fantastisch. Ich bin begeistert. Ja, wir kaufen auch wieder etwas Bronze ein bei unserem Handelspartner Milet. Die erste Ladung Bronze ist schon angekommen. Wir müssen ja Skulpturen in Massen jetzt produzieren. Ja, und Jahresanfang, wir kriegen wieder unsere Tribute. Nehmen wir alle an. Oh, Kalidon konnte nur 9 Körbe Trauben liefern. Ja, und ich sehe gerade, unsere Stadtkasse ist prall gefüllt. Ich glaube, das Ziel haben wir schon geschafft. Jawohl.
Ja, und wir haben 31 Krüge Olivenöl im Jahr produzieren können. Ah, da fehlt uns jetzt noch einer. Muss ich tatsächlich noch eine Olivenpresse bauen? Habe ich denn dann genügend Oliven? Ne, die warten ja hier alle auf Oliven. Okay, dann machen wir Folgendes. Nochmal ein Arbeitslager. Das kann hier hin. Dann bauen wir nochmal Olivenbäume an. Okay, da. Ja gut, dann können wir jetzt auch noch mal eine Olivenpresse bauen, die kommt hier hin. Machen wir mal Abstand. So, damit sollten wir aber auch jetzt 32 Krüge Olivenöl produzieren im Jahr. Direkt noch mal gucken, ob noch Schafe platziert werden müssen. Jawohl. Gut. Ja, und dank der Segnung von Athene haben wir mehr Wolle, als wir überhaupt verbrauchen. Wir können den Verkauf bei Treusen wieder starten. So, und ich glaube, den Import von Trauben kann ich jetzt stoppen. Wir haben ja jetzt die Weinreben am Heiligtum von Dionysos. So, und was haben wir an Marmor? 42. Okay, können wir noch ein bisschen warten. Mittlerweile haben wir genügend Marmor im Warenlager, um unser 4. Heiligtum zu bauen. Die Hochburg des Zeus. Was für ein Riesending. So, das kommt natürlich direkt hier hin. Oh, guckt euch das an. Wahnsinn. So, was brauchen wir denn alles dafür? 137 Marmorplatten, 24 Ladungen Holz und 22 Skulpturen. Wow. Das ist jede Menge. Ja, sieht aber richtig schick aus. Da bin ich mal gespannt, wenn es fertig ist. Aber da brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ja, und Olivenöl können wir wieder verkaufen. Das müssen wir jetzt immer so nach und nach machen. So, und dann bauen wir doch hier auch direkt eine Verbindung hier rüber. Ja, die Nahrungsmittelversorgung sieht auch bestens aus. Die Silos sind gefüllt. Ja, und unser Warenlager für Skulpturen ist schon voll. Und dann könnten wir, glaube ich, noch ein Warenlager bauen. Das kommt dann jetzt hier hin. Das kann auch weiter Skulpturen annehmen. Wir brauchen ja jede Menge. So, und hier brauchen wir Verschönerungen. Ja, das kriegt hier. Dann können wir das direkt hier einmal so durchbauen. Na, so nicht. So sieht das doch gut aus. Ja, wunderbar. Ja, und mir ist aufgefallen, dass wir in diesem Abenteuer keine panhellenischen Spiele haben. Wahrscheinlich gab es sie zu dieser Zeit noch nicht. Das ist interessant. Ja, wir starten unsere Entwicklung jetzt weiter. Wie viele Mitarbeiter brauchen wir? Ach nee, wir haben eigentlich genug. Da brauchen wir jetzt die Wohngebäude noch nicht weiter zu entwickeln. Ja, und es ist soweit. Die Medusa wird uns in einem Monat erreichen. Perseus ist der Einzige, der die Medusa entsprechend bekämpfen kann. Ich glaube, Perseus braucht Wein. Dann würde ich jetzt den Wein mal hamstern.
So, wir sollten Perseus so schnell wie möglich rufen. Die Heiligtümer haben wir ja schon. Ja, der Monat ist schnell vergangen. Die Medusa ist in unsere Stadt. Wir gucken wo. Aha. Da ist sie. Hier in der Nähe unseres im Bau befindlichen Heiligtums des Zeus. Gut, wir können jetzt die Heldenhalle bauen. Hier für Perseus. Die kommt natürlich hier hin. So, was brauchen wir für Perseus? Ja, wir haben alles auf Lager. Ah, Perseus braucht Wolle statt Wein. Haben wir aber auch auf Lager. Wunderbar. Wir müssen das einmal nochmal schließen. So, und jetzt nochmal anklicken. Jetzt können wir nach Perseus rufen. Machen wir. Wunderbar. Ja, dann können wir den Wein auch wieder verkaufen. Ja, hier befindet sich unsere Medusa. Im Moment noch nicht auf dem Weg zu unserer Stadt, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern. Jetzt macht sie sich auf den Weg. Okay, sie geht zu unserem Heiligtum. Oh, Milet verkauft weniger Weizen, interessiert uns nicht. Auf jeden Fall noch nicht. Was macht sie? Bitte jetzt nicht mein Heiligtum zerstören. Okay, ja, da hat sie sich jetzt ein bisschen aufgehangen. Trotz des Angriffs der Medusa nehmen wir natürlich unsere Tribute an. Ja, ich glaube, die Gute hat sich da bei unserem Heiligtum so ein bisschen aufgehangen. Ah, sie hat sich befreit. Oh je, jetzt macht sie sich auf den Weg zu unserer Stadt. Hoffentlich kommt jetzt mal bald Perseus. Ja, sie ist jetzt in unserer Stadt. Oh je. Ja, da werden die ersten Menschen zu Stein verwandelt, tatsächlich. Ja, das ist ja super animiert worden. Jetzt haben wir hier unsere zu Stein erstarrten Bürger in unserer Stadt. Okay, aber sie geht jetzt wieder aus unserer Stadt raus. Niemand kann mich aufhalten. Ah, und da ist jetzt endlich Perseus. Wunderbar. Guck mal, da ist die Medusa. Du kannst ja eigentlich sofort deines Amtes walten. Aber nein, unsere Helden müssen natürlich erstmal zu ihrer Heldenhalle. Ja, ein Fest in Milet. Okay, wir brauchen 12 Amphoren Wein. Okay, die müssen wir jetzt wieder hamstern. Okay. Ja, und hier unsere Medusa ist bei den Steinbrüchen angelangt. Ja, und leider werden wir gerade unsere Mitarbeiter aus den Steinmetzwerkstätten zu Stein Bitte lassen Sie verwandelt. mich eine offene Forderung erfüllen. Okay. Das ist nett. Wir brauchen den Wein doch nicht zur Verfügung zu stellen. Hermes hat sie entsprechend erfüllt. Sehr gut. So, wo ist denn jetzt Perseus? Ah, da ist Perseus. Er macht sich jetzt auf den Weg zur Medusa. Oh, er kann durch Wände gehen. Das ist ja auch was Tolles, was so Helden alles können. Ja, die Medusa lässt hier eine Spur von versteinerten Menschen hinter sich. So, aber da kommt jetzt Perseus. Ich denke mir mal, das Schicksal der Medusa ist jetzt auch besiegelt. Hey, wo willst du denn hin? Oh. Aber er wird von der Medusa verfolgt. Treusen braucht Marmor, 32 Platten. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen mal warten. Ich möchte jetzt endlich mal, dass die Medusa hier erledigt wird. Ja, wo geht denn unser Held hin? Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, und Hermes hilft uns nochmal. Wir brauchen den Marmor nicht zur Verfügung zu stellen. Wunderbar. So, jetzt haben es die beiden endlich geschafft. Die Medusa ist niedergestreckt. Wunderbar.
Und Milet schätzt uns mehr. Und Treusen schätzt uns mehr. Ja, dank Hermes. Ja, wunderbar. Die Medusa ist niedergestreckt. Wir haben die Jahresproduktion von Olivenöl auch geschafft und unsere Stadtkasse ist prall gefüllt. Ja, wir bauen unser 4. Heiligtum und wir brauchen jetzt noch die Bevölkerung von 4.500 und wir müssen ja noch 16 Reiter in unserer Stadt haben. Das heißt, wir müssen ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Das machen wir aber erst, wenn unser Heiligtum fertiggestellt ist. In der Zwischenzeit gucken wir nochmal nach unseren Schafen. Ja, da müssen wieder einige hier platziert werden. Gut. Ja, und bei den Ziegen gucken wir auch nochmal eben. Ne, Ziegen werden nicht so gerne als Opfertier gebraucht. Ja, alles läuft bestens. Arbeitsmarkt ist auch in Ordnung. Da brauchen wir unsere Wohngebiete jetzt erstmal nicht weiter zu entwickeln. Der kalidonische Eber bedroht Kalidon. Und Milet verkauft weniger Bronze. Auch das ist aber nicht schön. Ja, weniger Bronze heißt überhaupt keine Bronze. Ja, dann können wir keine Skulpturen herstellen. Wir können aber Skulpturen kaufen. Ja, und wir könnten jetzt tatsächlich hier die Heldenhalle des Theseus errichten, aber das werde ich jetzt nicht machen, weil Theseus braucht ja eine Heldenhalle in der Nähe des Stadtpalastes und braucht eine Stadtmauer und das kann ich jetzt hier gar nicht so bauen, ohne hier alles Mögliche abzureißen. Da müssen wir Kalidon leider enttäuschen, aber sie kriegen bestimmt dann nachher ein Geschenk von uns, damit sie nicht ganz so enttäuscht sind. Ja, jede Menge Marmor wird hier gerade bei unserer Hochburg des Zeus verbaut. Ja, dafür kauft es Treusen mehr Wein. Okay. In der Zwischenzeit Verschönerungen unserer Stadt. Blumengärten an unseren Tempelanlagen. Sehr schön. Ja, und den Export von Wolle müssen wir bei Treusen wieder stoppen. Ja, der Bau unseres Heiligtums wird noch jede Menge Zeit und Baumaterialien in Anspruch nehmen. Wir haben Gott sei Dank eine stetige Versorgung mit Baumaterialien, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, wir werden dann im Anschluss unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen. Ja, so viel ist schon gesagt, dass wir hier das Wohngebiet aufbauen. Dann können wir schon mal diese Straße hier verlängern und dann hier mit der Stadt verbinden. Hier muss auf jeden Fall eine Sperre hin. So, und dann können wir nämlich hier später die gehobenen Wohnungen platzieren. Hier bekommen nochmal die Mitteilung, dass der kalidonische Eber Kalidon bedroht. Aber wie ich schon eben sagte, werden wir jetzt nicht die Heldenhalle des Theseus bauen, da wir da viel zu viel in unserer Stadt umbauen müssen. Es tut mir sehr leid für Kalidon. Wahrscheinlich wird uns unser Vasall auch nicht mehr so schätzen, aber da werden wir halt ein Geschenk schicken. Das sollte ihn dann wieder milde stimmen. Ja, und hier auf unserer Baustelle des Heiligtums für Zeus wird weiter Marmor für Marmor verbaut. Und wir haben ein Zufriedenheitsdenkmal. Unsere Bevölkerung ist sehr zufrieden mit uns und unserer Stadt. Oh, das freut uns doch sehr. Ja, und Kalidon schätzt uns weniger, wie ich befürchtet habe, da wir keine Hilfe gegen den kalidonischen Eber geschickt haben. Gut, kann ich mit leben. Dafür verkauft Milet jetzt mehr Weizen. Auch interessant. Und wir gehen mal eben kurz zu unserem Vasallen. Ja, Kalidon ist jetzt verbittert. Er kriegt ein Geschenk. Er braucht Olivenöl und ich glaube, Olivenöl haben wir mehr als genug. Können wir verschicken. So, und dann kannst du wieder fröhlich sein mit ganz viel Olivenöl. Wir bauen weiter an unserem Heiligtum. In der Zwischenzeit schauen wir mal nach den Gefahren, ob wir genug Architekturbüros haben. So, das ist hier alles gut, ja.
Ja, hier könnten wir jetzt noch ein Architekturbüro bauen. Das wäre nicht schlecht. Hier. Okay, wo haben wir denn noch gefahren? Das sieht auch nicht so gut aus hier. Da bauen wir, glaube ich, auch nochmal ein Architekturbüro und das kann hier hin und dann baue ich... Ja, Kalidon ist dankbar für das Olivenöl, gern geschehen. Und dann baue ich jetzt hier, das kann weg, nochmal eine Olivenpresse auf. So, dann haben wir aber jetzt wirklich genug Olivenpressen. So, gucken wir nochmal nach unseren Vasallen, Kalidon. Oh, schaut mal an. Jetzt ist er treu, nicht mehr verbittert. So schnell geht das. So, wir haben hier in unseren Warenlagern wie viele Skulpturen? 10. Wir brauchen 22. Dann sollten wir mal welche einkaufen. Weil wir kriegen ja jetzt im Moment keine Bronze, obwohl wir kriegen den Tribut. Das sind aber nur 4 Bronzebarren. Das heißt eine Skulptur im Jahr, das ist ein bisschen wenig, ne? So, dann kaufen wir jetzt hier. Nein, da ist es nicht. Ja, Kalidon verkauft uns die Skulpturen. Dann kaufen wir mal 8 Stück ein. Dann ist allerdings unser Handelsposten hier verstopft mit Skulpturen. So, hier passen jetzt noch 4 drauf. Okay, ja, dann machen wir Folgendes. Dieses Warenlager holt jetzt 8 Skulpturen und dieses auch. Und dann können die beiden hier entsprechend gefüllt werden. Dann haben wir insgesamt 16. Ja, und die restlichen 6 lassen wir dann im Handelsposten. Ja, wir haben 31 Arbeitslose. Wenn wir nachher unser Heiligtum fertiggestellt haben, brauchen wir aber definitiv noch Mitarbeiter. Wir werden jetzt hier das zweite Wohngebiet weiterentwickeln. Hier fehlt jetzt noch auf der Agua, der Ölhändler. Dann geht das jetzt hier auch entsprechend weiter. Ja, wir können hier hinter dem Heiligtum des Dionysos auch noch mal ein paar Verschönerungen durchführen, um mir so eine Einheit zu bilden. Das finde ich ja immer schön. Dann nehmen wir jetzt korinthische Säulen. Das machen wir so und so. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Oder machen wir das anders? Nein, das machen wir anders. So machen wir das. Ja, so gefällt mir das. Und dann bauen wir Denkmäler. Nein. Wir bauen Heckenlabyrinthe hier auf. Und Blumengärten. Und Parkanlagen. Ja, das ist doch schick. Das ist doch hier ein schöner Tempelbezirk. Das gefällt mir. Und wir schauen wieder mal nach unseren Schafen, ob wir hier wieder welche ergänzen müssen. Ja. Und doch wieder einige. Gut. Ja, bei den Ziegen gucke ich jetzt nicht nach. Das war ja eigentlich immer in Ordnung gewesen. So, wir können jetzt hier den Import von Skulpturen stoppen. Da haben wir jetzt leider ein bisschen zu viel an Skulpturen. Das macht aber nichts, weil wir können auch Skulpturen verkaufen wieder. Obwohl, wir haben nur 21. Wir brauchen noch eine, aber die kann ja noch produziert werden. So, Wolle haben wir auch wieder mehr als genug. Kann wieder verkauft werden bei Treusen. Oh ja, und da kommen auch wieder jede Menge neue Bürger. Und die erste Skulptur wird, glaube ich, zu unserem
Heiligtum gebracht. Ja, eher zum Lagerhaus. Hier sind jetzt wie viel drinnen? 6. Ah, da können noch 2 Stück hin. Okay, nein, wird nicht zum Heiligtum gebracht, sondern zum Warenlager. Hier wird jetzt erstmal noch weiter Marmor verbaut. Ja, Jahresanfang, wir bekommen unsere Tribute, nehmen wir wieder alle an. Na, Holzbretter haben wir jetzt, glaube ich, schon genug im Warenlager. Ja, mittlerweile sind die Marmorplatten im Heiligtum entsprechend alle verlegt worden. Jetzt wird der Tempel gebaut. Holz und Marmor wird gerade angeliefert. Ja, und unser Tempel wächst in die Höhe. Ja, und hier müssen wir den Export von Wolle wieder mal stoppen. Ja, es sieht wohl so aus, dass wir zu viele Oliven jetzt hier produzieren. Ja, komm, dann bauen wir doch noch 2 Olivenpressen. Die baue ich dann hier hin. Und dann werden wir die Sperre versetzen. So. Ja, und wir sehen, das Tempelgebäude ist fertiggestellt. Und jetzt werden die Skulpturen alle geliefert. Eine ist schon aufgebaut. Ja, und Äthiopien verkauft mehr Bronze wieder. Jetzt können wir tatsächlich von Äthiopien auch Bronze kaufen. Vorher war es ja Milet gewesen. Na gut, dann kaufen wir jetzt mal hier unsere 4 Barren wieder ein. Allerdings würde ich jetzt keine Skulpturen mehr anfertigen lassen. Wir brauchen nämlich auch Waffen für unsere gehobenen Wohnungen. Ich werde jetzt das Gewerbe... Nein, wir gucken erstmal, ob wir noch genügend Skulpturen haben. 15 Skulpturen haben wir und wir brauchen noch 15 Skulpturen. Super. Das Gewerbe schalten wir jetzt aus. Und nutzen jetzt die Möglichkeit, Waffen zu produzieren. Da ist die Waffenschmiede. Da bauen wir schon mal eine jetzt hier auf. Das Warenlager reiße ich ab nachher und dann kann hier die zweite hin. Und dann brauchen wir noch ein Warenlager für die Waffen. So, das Warenlager für die Waffen werde ich hier hinbauen. So. Das kann jetzt Waffen annehmen, beziehungsweise Rüstung natürlich. Weil wir ja hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen, dann hat der Waffenhändler nicht so weit. Hier ist der Wein und hier sind auch die anderen Güter, die unsere Bürger dann brauchen. Das passt eigentlich ganz gut. Oh, und Äthiopien schenkt uns Bronze. Nehmen wir natürlich gerne an. Vielen Dank. So, wir brauchen nur noch 20 Marmorplatten. Das heißt, wir können hier den Verkauf von Marmor wieder starten. Treusen kauft ja nun wirklich nicht viel. 12 Platten im Jahr. Da haben wir ja jetzt mehr als genug hier im Warenlager. Ja, und die Mitteilung, dass Milet weniger Holz verkauft. Nicht ganz so dramatisch, kriegen wir ja als Tribut. Ja, das zweite Warenlager für die Skulpturen ist leer, können wir abreißen. Und ich hatte ja gesagt, ich würde hier nochmal eine zweite Waffenschmiede bauen. Ja, und hier bei der Hochburg des Zeus sind alle Gottheiten als Skulpturen dargestellt, die wir verehren können. Deswegen auch so viele Skulpturen. Und die Mitteilung, dass Mykene mehr Skulpturen kauft. Ah, wunderbar, dann weiß ich ja wenigstens, wo wir später unsere Skulpturen auch verkaufen können. Ja, und die Fertigstellung unseres Heiligtums für Zeus nähert sich allmählich dem Abschluss. Die erste große Statue des Zeus ist schon fertiggestellt und dann kommt die nächste Holzladung für die zweite Statue.
Ja, und es fehlen jetzt nur noch die Marmorplatten, um den Altar zu bauen. Super, dann haben wir das größte Heiligtum, was wir in diesem Spiel errichten können, auch fertiggestellt. Genug Mitarbeiter haben wir, um das Heiligtum in Betrieb zu nehmen. Ja, und da kommt auch die letzte Marmorladung. Ja, fantastisch. Die Hochburg des Zeus ist fertiggestellt und in Betrieb. Und da kommt auch schon der Göttervater. Damit haben wir jetzt das 4. Heiligtum fertiggestellt. Ja, und wir müssen jetzt unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen planen und entwickeln lassen. Ja, für den Bau des Wohngebietes der gehobenen Wohnung brauchen wir weitere Mitarbeiter. Das erste Wohngebiet kann entsprechend weiterentwickelt werden. Hier fehlt nämlich nur das Gymnasium. Das kommt dann jetzt hier hin. Dann haben alle Bürger Kultur, die sie brauchen. Wir füllen das nochmal kurz mit Parkanlagen hier auf. Ja, und dann geht auch schon unser Athlet hier die Straßen entlang. Unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Und wieder bedroht der kaledonische Eber Kalidon. Und wieder werde ich nicht Theseus rufen. Wenn wir euch mit Olivenöl als Geschenk wieder milde stimmen können, machen wir das so. Ich baue noch 2 weitere Käsereien. Der Käseverbrauch ist doch größer als ich dachte hier. So, unsere Ziegen hier noch platzieren. Ja, wenn wir gerade dabei sind, müssen unsere Schafe auch wieder vervollständigt werden hier. Vier Heiligtümer verbrauchen echt viele Opfertiere, das muss ich mal sagen hier. So, gut. Ja, jetzt haben wir wirklich eine Überproduktion von Olivenöl. Da gucken wir mal, ob wir das wirklich so weiter belassen oder ob wir das nicht ein bisschen reduzieren. Wir werden jetzt hier schon mal ein Silo bauen. Dieses Silo wird jetzt Folgendes machen. Wird Fisch und Käse fordern. Und zwar immer 12 Einheiten für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Das werden wir jetzt hier entsprechend aufbauen. Hier haben wir jetzt unser Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen. Und ihr seht schon, wie gut sich jetzt hier alles entwickelt. Ja, Medi Agroa, wo wir auch schon den Waffenhändler etabliert haben. Und wir haben hier an dem Punkt alle Unterhaltungseinrichtungen. Und damit kann ich sicher gehen, dass hier auch immer entsprechend unsere Entertainer an den Gebäuden entlang gehen. Ja, und der kaledonische Eber bedroht weiterhin Kalidon, ist uns egal. Wir haben hier an den Ein- und Ausgängen noch Stadttore. Ich werde nämlich hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung mit einer Stadtmauer einfrieden. Die gesamte Stadt Argos werde ich nicht mit einer Stadtmauer schützen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. So, das soll sich jetzt erstmal hier weiterentwickeln. Ja, wir haben auch noch Arbeitslose, aber wir brauchen noch mehr Mitarbeiter, weil wir müssen ja noch ein Stadion bauen und später auch noch die Pferdehöfe. Aus diesem Grund wird jetzt hier im zweiten Wohngebiet das Theater gebaut, weil das fehlt noch hier. Und auch hier machen wir die restlichen Verschönerungen. Und dann kann sich das Wohngebiet ja auch weiterentwickeln. Ja, und hier ist die Attraktivität nicht so gut. Ich habe aber auch hier vergessen, die Allee zu bauen. Das holen wir jetzt mal eben nach. Ja,
dann entwickeln die sich auch weiter. So, und hier auf dieser Seite haben wir auch das Problem, dass die Attraktivität zu niedrig ist. Wir machen hier Folgendes. Wir nehmen hier die Parkanlagen weg. Na. Und bauen hier auch noch mal eine Allee. Das sollte eigentlich helfen. Gucken wir mal. Ja, nicht wirklich, oder? Nee, leider nicht. Oh, wie schade. Okay, machen wir nochmal zurück. Dann werden wir eine Prachtstraße bauen. Das müsste eigentlich gehen. Nämlich so. Ja, das hat funktioniert. Gut. Ja, Kalidon schätzt uns wieder weniger. Bevor wir jetzt ein Geschenk verschicken, nochmal schnell hier Fischereihäfen bauen. Ja, das ist gut. Ja, und hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung hat sich bestens entwickelt. Jetzt fehlt hier der Zugang zu weiteren kulturellen Einrichtungen, nämlich dem Stadion. Das Stadion können wir hier errichten. Da werden wir jetzt folgendermaßen machen. So, hier so rein. Ja. Oder so. Ne, machen wir so. Das finde ich besser. Dann brauchen wir natürlich hier noch eine Verbindung. Und dann gibt es einen Säulenumgang mit ionischen Säulen. Das finde ich sehr schön. So. Ja, das weiß ich. Ändert sich auch gleich. So, dann bauen wir hier auch noch mal eine Straße drumherum. So, und dann bauen wir aber hier auch noch mal ein Architekturbüro auf. Hier und hier. So. Ja, das sieht doch nett aus. So, und haben die jetzt hier Zugang? Ja, jetzt möchten nämlich die Bürger hier Wein haben. Den Wein werden wir jetzt nicht mehr verkaufen. Stoppen. So, und Bronze sehe ich gerade, haben wir auch mehr als genug. Da können wir den Einkauf jetzt auch mal stoppen. Ja, und wir etablieren auf unserer Agora den Weinhändler. Wein ist jetzt auch bei unseren Bürgern in den gehobenen Wohnungen angekommen. So, und jetzt brauchen sie Pferde, damit wir auch unsere Reiter haben, die gefordert sind. Ja, und ihr seht, ich habe dieses Wohngebiet hier mit einer Stadtmauer eingefasst und nochmal so richtig mit allen Ausschmückungselementen verschönert, die wir haben. Ich denke mir mal, so lässt sich's leben. Ja, wir brauchen jetzt Pferdehöfe und wir müssen Weizen importieren. Ich gucke noch mal eben kurz, wer Weizen denn verkauft. Äthiopien, nein, Milet verkauft Weizen. Ah, das ist gut. Die anderen glaube ich nicht. Nein, also Milet. So, Milet haben wir hier. Da können wir jetzt den Weizen entsprechend einkaufen. Wir brauchen nicht viel. Mal so 12 Einheiten. So, und dann bauen wir die Pferdehöfe. Ich weiß nicht, ob wir sie tatsächlich dahin bauen können, wo ich sie gerne haben möchte, nämlich hier. Ich befürchte, dass dann die Attraktivität runtergeht. Schauen wir mal, ob sich die Gebäude hier wieder zurückentwickeln. Ja, das sieht aber soweit ganz gut aus. Oh, das können wir tatsächlich so lassen. Sehr gut. Ja, die Sperre setzen wir dann hier hin. Ja, und wieder mal Zeit, nach unseren Schafen zu gucken. Ja, da fehlen immer jede Menge. So, das haben wir jetzt.
So, jetzt gucke ich bei den Ziegen auch nochmal nach. Ja, da fehlen nämlich jetzt auch schon einige. Oh ja. Gut. Ja, und ihr seht, ich habe hier auch nochmal Fischereihäfen gebaut. Wir müssen unsere Nahrungsmittelversorgung jetzt doch etwas anpassen. Wir haben nämlich auch fast die 4500 Einwohner erreicht. So, und auch das erste Pferd ist schon im Pferdestall. Unsere Pferdehöfe sind alle mit Weizen versorgt worden. Sehr gut. Etablieren wir auf der großen Agora den letzten Händler, den Pferdeausbilder. Ich hoffe aber, dass das jetzt nicht zu weit ist, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal, ob er Pferde holt. Ah ja, da ist er. Was soll ich nur kaufen? Ein Pferd. Ein Pferd, das ist was wert. Ja, sehr schön. Ja, wir können jetzt das Gewerbe von Skulpturen wieder aktivieren. Und Skulpturen können wir auch verkaufen. Und zwar kauft Mykene Skulpturen. Gut, dann können wir hier 6 einlagern. So, und Wolle kann jetzt auch hier wieder bei Treusen verkauft werden. Ja, und der Arbeitsmarkt sieht gut aus. Ja, hier die Gebäude haben sich nicht weiterentwickelt. Da werden wir das genauso machen wie bei dem anderen Wohngebiet. Das kommt hier weg und dann werden wir hier eine Prachtstraße bauen. Die passt, glaube ich, noch hier hin. Ja, sehr gut. Ja, dann entwickeln die sich auch weiter. Ja, die Nahrungsmittelversorgung stabilisiert sich auch wieder. Hier ist zwar kein Käse mehr drin, aber Fisch haben wir genug. Wir werden jetzt mal hier auch Fisch annehmen lassen, mal so 12 Einheiten. Oh, da ist ein Fischereihafen eingestürzt. Den bauen wir mal wieder auf. Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis hier unsere gehobenen Wohnungen alle mit Pferde versorgt sind. Dieses Anwesen hat jetzt schon Pferde. So, und dann haben wir jetzt auch einen Reiter. Ja, ich denke mir mal, wir haben diese Kampagne bald abgeschlossen. So, das letzte, was ich jetzt noch machen werde, ist den Import von Trauben wieder starten. Dieses Warenlager, was Waffen annimmt, wird jetzt die Trauben auch annehmen. 12 Stück. So, und dieses Warenlager wird jetzt keine Trauben mehr annehmen. Aber wir werden hier wohl ein bisschen mehr Trauben einlagern müssen. So. Und dann baue ich nochmal eine Kälterei und dann können wir auch gleich nochmal Wein verkaufen. Wir haben nämlich jetzt jede Menge hier. Ja, und die Mitteilung, dass Milet jetzt mehr Bronze wieder verkauft. Aha. Ja, ich wundere mich schon, warum hier keine Skulpturen verkauft werden. Wieder haben wir vergessen, dass dieses Warenlager auf Polen gestellt ist. Dann wandert nichts in den Handelsposten. Da muss man wirklich drauf achten. Ja, und es ist wieder Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute an. Und wir haben die 4500 Einwohner Marke erreicht. Ja, und wir brauchen jetzt noch 9 Reiter. Dann haben wir dieses Ziel auch erreicht und können diese letzte Episode von Perseus und Medusa abschließen. Schauen wir uns Argos nochmal in Ruhe an. Ja, mit diesem Wohngebiet begann unsere Entwicklung. Wir haben dann den Stadtpalast gebaut, hier das Heiligtum des Hermes und der Athene errichtet. Haben dann hier das zweite Wohngebiet aufgebaut. Ja, und zum Schluss noch hier das Heiligtum des Dionysos und das Heiligtum des Zeus gebaut. Hier an der Küstenlinie haben wir unsere ganzen Fischereihäfen und die Piere unserer Handelspartner Milet und Äthiopien. Ja, und hier produzieren wir auch Skulpturen und Waffen.
Hier haben wir unser großes Produktionsgebiet, wo wir Wolle, Olivenöl, Wein und Marmor produzieren. Ja, und hier haben wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung, wo wir unsere Reiter ausbilden müssen, damit wir die Episode abschließen können. Ja, und hier auf der anderen Seite des Flusses haben wir unsere ganzen Käsereien, um unsere Nahrungsmittelversorgung zu vervollständigen. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal ist verfügbar. Dann bauen wir doch nochmal unsere Denkmäler zum Schluss auf. Dann können wir hier noch eins hinbauen und hier. Oh, wir haben noch eins. So, und jetzt haben wir keins mehr. Ja, wir warten jetzt, dass wir die 16 Reiter zur Verfügung haben und beenden damit diese Episode und somit auch das Abenteuer Perseus und Medusa. Durch geschickten Einsatz von Athenes Spiegelschild, Hades Tarnhelm und Hermes Flügelsandalen konnte Perseus die Medusa töten und so verhindern, dass Argos eine steinerne Mine aufsetzt. Sie haben Argos auf den Zenit geführt und damit andere Herrscher in Griechenland inspiriert, Menschen um sich zu scharen und eigene Städte zu gründen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Medusa dank Perseus besiegt und eine große, florierende und glorreiche Stadt Argos entwickelt. Schauen wir mal, was man uns noch zu sagen hat. Durch ihre Herrschaft haben sie Griechenland für alle Zeiten verändert. Mit Argos haben sie den Menschen Griechenlands gezeigt, dass sie nicht länger isoliert voneinander leben, sondern sich unter den Schutz eines großen Herrschers, wie sie einer sind, begeben sollten, der ihnen alles geben kann, das ihr Leben bereichert. Ja, dieses Abenteuer hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf das neue Abenteuer, was vor uns liegt, nämlich Athen im Wandel der Zeit. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir das neue Abenteuer beginnen und sage Tschüss, euer Dominus.